Hallo auch von mir mit Tipps und Hinweisen zur Technik von Segelyachten. Heute im Außeneinsatz auf dem Mast, hier jetzt im Speziellen den Raymarine-Windgebern. Zunächst schrauben wir unseren Windgeber ab. So, und lassen ihn dann vorsichtig am Seil wieder runter. So, nun wieder auf dem Boden angekommen, gehe ich zunächst auf die verschiedenen Windsensortypen von Raymarine ein. Da wäre der ST50 und ST60 äußerlich kaum zu unterscheiden. Die ST50 hatten mal rot gefärbte Messköpfe, dann auch mal rote Zierringe. Der ST60 ist einheitlich schwarz. Beiden gemeinsam ist, dass sie elektrisch und mechanisch baugleich und nicht mehr lieferbar sind. Ersatzteile gibt es sowieso nicht mehr. Lediglich die Windfahne und das Windrad sind noch als Service-Kit zu bekommen. Trotzdem kann man beide Windsensoren teilweise noch reparieren. Es kommt auf den Schaden an. Ist ein Stift am Stecker abgebrochen, kann der Stecker gewechselt werden. Aufwendiger ist der Lagerwechsel oder der Austausch der Windsensorstange. Auch kann die Elektronik in den Messköpfen repariert werden. Sie ist nicht ganz billig, da die Sensoren nur noch in geringen Stückzahlen zu bekommen sind. Beim ST60 Plus, das ist der Windsensor mit dem kugeligen Körper, ist die Situation einfacher. Hier gibt es noch Ersatzteile von Raymarine, auch nicht ganz billig. Daher sollte man das Thema Wartung auch bei diesem Windsensor nicht aus den Augen verlieren. Der ST60 Plus ist mit dem ST50 und 60 Windsensor elektrisch kompatibel, mit dem Unterschied, dass das Windrad des ST60 Plus sich ca. 30% schneller dreht. Das kann mit dem ST60 und ST60 Plus Instrument kompensiert werden, mit dem ST50 Instrument leider nicht. So, nun zum Thema Mastbuchse mit Kabel. Da gibt es zwei Versionen. Einmal die nicht mehr lieferbare Version mit der metallischen Mastbuchse sowie die lieferbare Version mit der Kunststoffmastbuchse. Beide Versionen sind elektrisch kompatibel. In die alte metallische Mastbuchse passen daher alle Windsensoren elektrisch und mechanisch rein. Hier am Beispiel der alten Mastbuchse und dem ST60 Plus Windgeber. Man sieht schön, wie die Nase hineingeht, drauf, aufschrauben und fertig. Bei der neuen Mastbuchse hat man die Führung für die Madenschraube geschlossen. Das ist aber kein großes Problem. Mit einer feinen Säge bis zum zweiten Gewindegang geöffnet, ist die Mastbuchse in der Lage, sich auch mit ST50 und ST60 Windsensoren zu verbinden. Wichtig dabei ist, dass die Madenschraube weit genug hinausschaut, um den Stecker richtig in die Buchse zu führen. Also ein ST60 und unsere Kunststoffbuchse und wir sehen schön, wie der Stift hineingeht, Überwurfmutter festschrauben und fertig. Hat jemand, anstatt die Führung zu öffnen, die Madenschraube entfernt oder abgeschliffen, könnte der Stecker des Windsensors irgendwann so aussehen. Mit etwas Windsensorwartung, wie hier in diesem Video beschrieben, lässt sich die nächste Generalüberholung noch um einige Jahre hinausschieben. Damit ist aber nicht das Ölen und Fetten der Lager gemeint. Die Lager sollten nie mit Öl, Fett, WD-40 oder sonst was von außen in Berührung kommen. Öle und Fette können verharzen und den Leichtlauf der Lager negativ beeinflussen. Außerdem bleibt dann Staub, das Salz aus der Luft am klebrigen Lager hängen und arbeitet sich schön langsam in die Lager hinein. Bei einem montierten Windsensor läuft der Regen die Stange entlang bis zur dünnsten Stelle der Überwurfmutter. Sie enthält dort einen O-Ring. Dieser O-Ring sollte einmal jährlich von innen der Überwurfmutter und außen an der Stange mit etwas Fett geschmiert werden.
Dann bewegt man ein bisschen die Überwurfmutter die Stange entlang und verteilt das Fett. Der O-Ring hält nämlich Wasser von dem Anschlussstecker fern. Wenn die Überwurfmutter zu lose auf der Stange hin und her rutscht, kann es sein, dass der O-Ring verschlissen oder verloren gegangen ist. Dann empfiehlt es sich, einen neuen O-Ring, ca. 9,5 x 2 mm aus NBR 70, über den Stecker zu ziehen und dort dann auch ein Fettdepot zu positionieren. Beim Anschrauben wird der O-Ring dann an den Stecker gepresst und dichtet ab. Diese Idee ist beim ST60 zum Standard geworden. Beim ST60 sitzt der O-Ring auf der Stange direkt hier vor dem Stecker. Auch dieser O-Ring bedarf etwas Sprühfett und ist der O-Ring verschwunden, sollte auch hier ein neuer O-Ring ca. 9,5 mm x 2 mm aus NBR 70 über den Stecker gezogen werden und hier angebracht werden. Wenn der Stecker nicht durch Fetten des O-Rings in der Überwurfmutter beim ST50 oder 60 oder dem O-Ring hier auf der Stange beim ST60 vor eindringendem Wasser geschützt ist, könnte Ihr Stecker am Windsensor schnell dann so aussehen. Wenn die Mutter zu fest auf die Mastbuchse geschraubt wird, könnte sie brechen. Einfach etwas Fett auf das Gewinde der Mastbuchse sprühen, dann lässt sich der Windgeber leicht anschrauben und man fühlt auch sehr deutlich den Anschlag. Im Inneren der Mastbuchse der alten Bauart befindet sich hier auch noch ein O-Ring. Den kann man mit einer Pinzette ziehen, den Sitz mit einem Wattestäbchen ausputzen, fetten und wieder einlegen. Auf der Oberfläche noch etwas Fett auftragen, dann ist die Buchse auch wieder geschützt. Wenn man den Windsensor wieder auf dem Masttop angeschraubt hat, muss das Spiel des Windsensors in der Mastbuchse geprüft werden. Hat der Windsensor Spiel, so wie hier deutlich zu hören, kann die Überwurfmutter sich lösen und der Windsensor vom Mast fallen, dabei meist in die See und er ist weg. Daher nach dem Anschrauben auf dem Mast prüfen, ob der Windsensor auch richtig festgeschraubt ist. Fest. Häufig ist das Windrad von innen mit Staub und Salz verdreckt, es haben sich Spinnen angesiedelt und Nester gebaut. Das Wasserablaufloch kann dann verstopfen. Die Lager könnten im Wasser laufen und so hat es angefangen zu rosten, Flugrost, Staub, Salz. Das gilt natürlich auch für das ST60 Plus Windrad. Ein Loch kann immer verstopfen. Mit 2 weiteren Löchern ist das Problem behoben. Man bohrt einfach links und rechts vom Halter für die Madenschraube so weit wie möglich in Richtung der Windschaufeln 2 weitere 2 mm Löcher. Dann wird das Wasser herausgeschleudert und das Problem wird nicht mehr auftreten. Sehr gerne siedeln Spinnen sich in den Windfahnen an. Am Spinnennetz kann Luftfeuchtigkeit kondensieren und in das Lager tropfen. Dieses Gemisch aus Salz, Wasser und Staub schädigt die Lager enorm. Die nächste Generalüberholung mit Lagertausch ist dann vorprogrammiert. Bei diesem Windgeber ist es vermutlich schon zu spät. Ein festsitzendes Windlager will sich trotzdem drehen und schleift sich damit in die Achse ein. Man darf nicht so lange warten, bis die Lager vollends festgerostet sind. An einem ST60 Plus sind die Lager in solchen Lagerpaketen aus Kunststoff gehalten. Dabei kann das eingedrungene Salz-Wassergemisch die Lager enorm schädigen. Wenn das Lager blockiert, kann das Lagerpaket ausgeschliffen werden und ein Ersatzteil für ungefähr 250 €, das ist bei Raymarine immer ein kompletter Arm, wo ein Lagerpaket drin ist, die Lagerpakete einzeln werden nicht verkauft, ist dann fällig. Daher sind die regelmäßige Reinigung des Windsensors und die beiden zusätzlichen Löcher im Windrad auch beim ST60 Plus so immens wichtig. Oder Spinnweben bremsen das Windrad oder die Windfahne bis zum Stillstand ab. Etwas Wartung, also Reinigung in diesem Fall, hilft auch hier. Die Innenreinigung genauso wie das Fetten der O-Ringe
solltet ihr alle paar Jahre mal wiederholen. Insbesondere beim Anschrauben von Windfahne und Windrad beim ST50 und ST60 ist darauf zu achten, dass die Madenschrauben mit diesem 1,5 mm Imbusschlüssel nicht zu fest angezogen werden. Das Gehäuse von der Windfahne und Windrad darf sich nicht verziehen. Das kann auch durch Erwärmung passieren. Und dann kann es nämlich passieren, dass die Windfahne oder Windrad das Gehäuse des Windgebers berührt und stehen bleibt. Eine große Gefahr für den Windsensor geht vom Mastlegen und Maststellen aus. Schnell ist das Zugseil vom Kran berührt und der Windsensor gebrochen oder gleich abgerissen. Dabei ins Wasser gefallen und verloren. Das passiert gar nicht so selten. Da empfehle ich, den Windsensor immer vor dem Mast legen oder Mast stellen, in jedem Fall vorher abzubauen. Eine weitere Gefahr besteht, wenn der Geber im Mastenlager am Mast belassen wird. Zum einen kann er komplett gestohlen werden oder, wie in diesem Fall, wichtige Teile, der Windsensorkopf ist gestohlen, Kabel abgeschnitten und damit ist der Windgeber kaputt, wertlos und Sie kriegen ja auch keine Ersatzteile mehr. Alles schon vorgekommen, sonst würde ich nicht ausdrücklich davor warnen. Habt ihr ein Wartungs- oder Reparaturproblem, dann schreibt mir eine Mail, wir finden schon eine Lösung. Damit bin ich heute mit den Tipps und Hinweisen zum Raymarine-Windsensor fertig. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da oder abonniert meinen Kanal, dann werdet ihr bei einem weiteren neuen Video zu weiteren Themen informiert. Wer diese und weitere Infos lieber schriftlich als Schritt-für-Schritt-Anleitung reich bebildert lesen will, der schaut auf meine Webseite www.gerdamata.de unter Infoseiten nach. Dort findet ihr Hinweise, Reparaturanleitungen zu vielen technischen Themen rund um eine Segelyacht. Bis dahin, fair winds und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.